Oh hey, ihr seht richtig, heute reden wir mal wieder über einen Cartoon. Dieses Mal nicht auf Seiten Disneys, sondern auf Seiten Warner Bros., die zwar aktuell in einem gigantischen Fiasko stehen, mehr dazu in den Paramount Warner Bros. Merger Video, falls ihr das sehen wollt, aber die zu einer Zeit mit Cartoon Network einen großen Sender hatten, der eine gute Konkurrenz ist für Nickelodeon. Seien wir mal ehrlich, auch wenn Disney Channel oder auch die anderen Disney Cartoon Channels definitiv teilweise Konkurrenz sind, waren es natürlich Cartoon Network und Nickelodeon, die diese wirklich große Rivalry haben. Ähnlich wie beim Konsolenmarkt und Nintendo mehr oder weniger ihr eigenes Ding macht, während Sony und Microsoft mehr oder weniger sich gegenseitig boxen. So war dies auch der Fall mit Cartoon Network und Nickelodeon. Und zu einer Zeit, wo Nickelodeon nicht etwa viele Reboots, Sequels und viele Original Shows sehr früh abgesetzt haben, gab es zahlreiche gute Shows bei denen. Über viele dieser habe ich schon etwa in zahlreichen Videos gesprochen. Link dazu in der Infokarte oder so ähnlich. Aber heute widmen wir uns einem Cartoon Network Klassiker. Einer der großen Ed, Edd and Eddy. Wie ich zu dieser Show stehe, was genau Ed, Edd and Eddy ist und warum ihr es definitiv mal ein Wort geben solltet, erfahrt ihr alles hier. Bedenkt, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, schreibt die doch gerne in die Kommentare. Aber kommen wir doch mal jetzt zu den Basics dieser Show. Und was gibt's denn hier wirklich zu sagen? Ed, Edd and Eddy geht um die titelgebenden Ads, die alle mehr oder weniger ein Ad sind, aber auf eine andere Art und Weise. Der eine ist ein Scammer, Eddie, der andere ist ein gutherziger Ed mit den 2Ds und der andere ist mehr oder weniger der dümmlichere mit paar wirklich ikonischen, slayhaften Dialogen. Ich meine, Don't you know your alphabet, Double D? Slay Ed, Slay. Die Show zeichnet sich dabei vor allem aus, wie sie etwa die Comedy präsentiert. Denn anders als viele andere Comedies, bzw. Cartoon-Comedies zu dieser Zeit, die deutlich mehr versucht haben, mehr einen snarkigen Wortwitz zu haben, wie SpongeBob SpongeBob, hat Ed, Edd and Eddy mehr oder weniger wieder die Classic Mode von klassischen Cartoons genommen. Slapstick. Ich weiß, Slapstick ist heutzutage mehr oder weniger die Form von Comedy, die in vielen Medien einer der langweiligsten oder ödesten ist in vielen Aspekten. Aber wenn wir uns mal zurückdenken an die Zeit der klassischen Looney Tunes, an der klassischen Tom und Jerry Cartoons, gibt es sehr viel, was man mit gutem Slapstick machen kann. Hell, Charlie Chaplin, großer Name, ist bekannt für seinen grandiosen Slapstick. Und auch hier ist Ed, Edd and Eddy wirklich triumphant. Denn die Slapstick wird wirklich gut und wirklich interessant genutzt. Comedy ist ein schwieriges Genre gut umzusetzen. Egal welche Comedy das ist, aber meiner Meinung nach ist Slapstick einer dieser, die oft sehr misunderstood wird. Slapstick ist nicht einfach nur, jemand fällt von einer Banane. Slapstick ist sehr viel von Visual Gags. Visual Gags ist besonders wichtig bei einem Cartoon, der Slapstick als eine Hauptcomedy-Form hat. Und da triumphiert Ed, Edd and Eddy einfach nur. Sei es nun, wie die Line-Arts mehr oder weniger von den Charakteren weggemacht werden und damit die mehr oder weniger schmelzen, ist nicht nur etwa ein fantastischer Metajoke, der fast schon aus Sauder kommen könnte. Nein, das ist auch wirklich gute, kreative, innovative Slapstick. Abseits davon erfindet Ed, Edd and Eddy das Rad nicht neu. Ed, Edd and Eddy ist eine seichte Slapstick Slice-of-Life-Comedy, die definitiv mehr in die Comedy-Richtung geht, als in die Slice-of-Life-Richtung à la Hey Arnold. Aber wenn es um Slice-of-Life geht, triumphiert auch da Ed, Edd and Eddy. Zwar sind nicht alle eher mehr ernstere Plots so triumphant oder auch so gut oder interessant, aber manche treten dabei die richtigen Emotionen aus. Auch wenn die Emotionen natürlich hierbei ein wenig eher weniger vorkommen als bei anderen Cartoons. Aber das ist auch nicht das Ziel von Ed, Edd and Eddy. Ed, Edd and Eddys Ziel ist es zu unterhalten mit fantastischer Comedy und mit Charakterinteraktionen. Die Charaktere sind die titelgebenden Figuren, die uns etwa diese Welt, diesen Cartoon interessant macht. Sei es nun etwa Plots mit Fan-Favorites wie Rolf, den wir alle lieben und den wir alle stannen, #WeStanRolf, oder auch den titelgebenden Ads. Natürlich mit einem Scammer-Ad gibt es natürlich immer und immer wieder Plots, die über Scamming gehen, wo er mehr oder weniger einen Scam macht und versucht, alle Kinders ihr Geld aus der Tasse zu nehmen. Und natürlich mit einem gutherzigeren Ad gibt es natürlich viele Plots, die darauf eher mehr ihren Fokus setzen. Und natürlich mit dem besten Ad kriegen wir jetzt nicht etwa große Magnum-Eposes, aber er ist immer sehr unterhaltsam, allein schon von der Voice Delivery. Und das bringt mich auch zu einem Punkt. Voice Acting ist fantastisch hier. Ich habe nur den englischen Dub gesehen. Falls es aber einen deutschen Dub gibt, vergib mir, ich werde den vermutlich nicht schauen, denn der englische Dub ist so ikonisch und so passend für die Figuren. Sei es nun Double D's, eher ängstlichere Stimme
Stimme oder auch Eddies sehr, und das meine ich nicht böse, das meine ich im Lobe von diesem Voice Actor, scamhafte Stimme, passen die alle wirklich gut. Und das geht auch für die Nebencharaktere, denn Ed und Eddie ist meiner Meinung nach einer der Shows, die etwa mit den Nebencharakteren auch wirklich gut punkten kann. Natürlich sind nicht alle diese Rolf, ich meine, wie kann man auch diesen fantastischen, intelligenten, besten Charakter jemals übertreffen? Das müsste ziemlich hart sein. Aber all diese haben ihre eigenen Quirks und eigenen Momenten, Episoden und Dinge eben. Zwar fallen die alle irgendwie in ein Stereotyp, der Bully, die overprotective, ein wenig nervige Schwester, das nervige Kid, was irgendwie nur ein Brett als Freund hat und natürlich die Cranky Sister, die dieses typische 2000er nerviger Crush-Klischee sehr gut Embodiment und mehr oder weniger der Anfang dieses Klischees bzw. dieser Trope ist. Tropes und Klischees werden oft negativ benutzt, aber zugegeben, per se sind die nie negativ. Natürlich kann man sagen, etwas ist klischeehaft oder typisch oder fällt in typische Tropes, aber per se muss es nie etwas Schlechtes sein. Zum Beispiel Mario, wir alle lieben Mario und technisch gesehen ist der mehr oder weniger in vielen Aspekten eine große Trope. Wie man etwa eine Trope und ein Klischee umsetzt, ist der gebende Punkt. Gib mal diesen Klischee, der Trope, noch mehr Tiefe, noch mehr Vielfalt, dann kann sie gut funktionieren und ist auch interessant umgesetzt worden. Klar könnte man im Prinzip auch diese Trope oder das Klischee nutzen, um die später zu pressen. Und das tut Ed und Eddie nicht direkt, aber in manchen Punkten mit manchen Figuren. Aber oftmals kommt man wieder zum klassischen Status Quo, was bei so einem Cartoon vor allem zu dieser Zeit typisch war und nicht wirklich kritisierbar ist. Auch wenn es natürlich ein bisschen schade ist in manchen Punkten. Immerhin setzt man mehr oder weniger den Reset-Button und ändert diesen Status Quo in den letzten paar Staffeln ein wenig. Aber da funktioniert das auch irgendwie ein wenig mittelmaßig. Denn Ed und Eddie ist eine Show, die einen wirklich guten Run hatte und einen sehr langlebigen Run hatte bei Cartoon Network. Nicht nur bekam es etwa ein TV-Movie, was uns Eddies großen Bruder gezeigt hat, und dieser Film ist auch einfach nur super ikonisch und super unterhaltsam, falls ihr die Show nie gesehen habt. Und an sich ist es mehr oder weniger ein Film für Fans. Empfehle ich dennoch etwa, diesen Film mal eine Chance zu geben. Vielleicht überzeugt ihr euch. Wenn nicht, dann ist vielleicht Ed und Eddie nicht unbedingt euers. Random, wann redest du mal über die Art Direction, den Artstyle, beziehungsweise die Animationen und die Backgrounds? Guter Punkt, Klein Timmy. Ihr dachtet doch nicht etwa wirklich, dass ich über Ed und Eddie rede und etwa einer der großen Selling Points nicht erwähne. Ed und Eddie hat einen sehr hyperaktiven Artstyle. Die Charaktere bewegen sich mehr oder weniger mit ihren Lines immer und immer wieder. Dieser Artstyle ist natürlich ein sehr spezieller und wenn er sehr overused genutzt wird, definitiv nicht der angenehmste, aber hier wird er sehr sparend genutzt und das gefällt mir auch einfach wirklich sehr. Wie man das etwa umsetzt, bringt etwa diesen ganzen Fun-Faktor einfach rein und lässt diese Show noch mehr so fühlen wie ein etlicher langer Sommer, beziehungsweise Ferienzeit. Denn meiner Meinung nach ist Ed und Eddie wirklich etwa ein gutes Relikt, aka eine gute Show, die mehr oder weniger eine frühere Zeit bevor der Adulthood zeigt, mit ihren ganz kleinen Abenteuern oder auch größeren oder auch wackigeren und so weiter und so weiter. Die Show ist zwar sehr cartoony, aber hat das Herz am richtigen Fleck und kann auch wirklich gute Emotionen bieten, wenn diese Show das will. Meistens sind die Emotionen natürlich etwas sparend genutzt worden, sei es nun etwa für den Film, aber das ist auch der Punkt, der meiner Meinung nach diese Show so einen guten Watch gibt. Ich liebe gute Story-Cartoons. Das habe ich schon mehrfach auf diesen Channel erwähnt. Ich meine, wer liebt sie nicht? Aber manchmal möchte man auch einfach nur eine seichtere Comedy haben, die zwar emotionale, gute Charaktermomente in sich hat, und das hat Ed und Eddie wirklich sehr, aber einfach nur von kreativer, unterhaltsamer Comedy ausstrahlt. Und das ist meiner Meinung nach der große Punkt an Ed und Eddie. Die Charaktere und wie sie miteinander interagieren, macht wirklich die meisten Unterhaltungsfaktor von dieser Show aus. Auch das Feeling, was diese Show ausbrüht, ist ein sehr besonderes und meiner Meinung nach eins, was irgendwie keine Show bislang wieder recatchupt oder gecatchupt hat. Aber das ist alles nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst sie mich doch etwa in den Kommentaren wissen. Wie steht ihr zu Ed und Eddie? Warum ist Rolf der beste Charakter jemals in Fixen? Welchen von den Ads mögt ihr am meisten? Und was ist eurer Meinung nach der
große Selling Point an dieser Show? Die Comedy, die kleinen emotionalen Momente? Oder ist es für euch mehr oder weniger die Animation, die zwar hyperaktiv mit ihren Line-Arts sind, wo es immer etwa Bewegungen mehr oder weniger gibt, auch wenn die Charaktere still stehen für eine Sekunde? Oder was komplett anderes? Lasst es mich doch gerne in die Kommentare wissen. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!